Heute haben wir mal einen seltenen Fall. Wir zeigen euch, wie ihr ein Wildlederlenkrad reinigen könnt. Wichtig ist vorab, bei Wildlederlenkrädern, sie kommen erstens sehr selten vor. Und wenn sie vorkommen, solltet ihr dem Kunden nicht zu viel versprechen, weil sobald wirklich die Struktur eingedrückt, plattgedrückt und verklebt ist, lässt sich nicht mehr viel retten. Bei Alcantara hat man tatsächlich oft noch die Chance, durch eine intensive Reinigung diese verklebte Struktur wiederherzustellen. Bei Wildleder, Nubukleder ist das aber meistens nicht der Fall, da die Struktur schon komplett abgenutzt ist und nicht mehr wiederherstellbar ist. Dennoch gibt es einige Möglichkeiten, das Wildlederlenkrad zu reinigen. Und auch die Struktur zumindest wieder ein bisschen nachzustellen. Einfach so als letzter Versuch, bevor es so bleibt, wie es ist. Und das wollen wir euch jetzt zeigen. Wir bereiten mal alles vor und dann geht's gleich los. Vorweg natürlich wie immer das Vorherergebnis. Wir sehen ein sehr abgegriffenes Lenkrad. Das Wildleder ist quasi nicht mehr vorhanden. Es reibt sich richtig ab und wird zu einer Art Glattleder. Wie gesagt, da lässt sich nicht mehr allzu viel retten. Aber wir können es auf jeden Fall sauber machen und schauen jetzt mal, was da so alles an Schmutz aus diesem Lenkrad rauskommt. Hier unten an der RS6-Kante sieht man, wie es eigentlich aussehen soll. Eine schöne Faser. Da, wo man wenig anfassen, bleibt es erhalten. Wildleder ist kein geeignetes Material. Egal, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir nehmen den Alcantara und Textilreiniger und einen Schwamm, sprühen den großzügig auf den Schwamm und schäumen den ein bisschen in der Hand auf und arbeiten dann immer wichtig von Nahteil zu Nahteil, von Schnittteil zu Schnittteil. Wirklich schön mit dem Schaum auf dem Alcantara. Passen ein bisschen am Klavierlack auf, aber wenn du mit dem Schwämmchen da bist, dann zerkratzt das nicht. Solltest du mit einer Bürste arbeiten, bei Lederlenkrädern, wie gesagt, da ein bisschen aufpassen, aber in diesem Fall gar kein Problem. Arbeite wirklich gründlich von Naht zu Naht, immer ein komplettes Schnittteil auf einmal. Lass das nicht unkontrolliert trocknen, weil sonst können Wasserränder, Wasserflecken entstehen. Hast du einen Teil komplett gereinigt, wisch ihn erstmal ab und schau mal ins Tuch. Mach dann erstmal den Rest des Lenkrads, bevor du da vielleicht noch ein zweites Mal rüber gehst. Und wir sehen hier von einem Teil, da kommt schon mächtig Schmutz runter. Beim Tuch ist auch wichtig, nicht zu doll zu reiben. Das heißt, rubbel nicht wie so ein Irrer, sondern ja, dreh so leicht, drück ein bisschen. Also sei ein bisschen vorsichtig zum Material, sonst reibst du das Leder noch weiter ab. Und wenn du dann dich von Nahteil zu Nahteil arbeitest, immer einen Bereich reinigen mit Schwämmchen und Reiniger und dann mit dem Tuch abwischen. Auf diese Weise arbeiten wir uns einmal komplett ums Lenkrad rum. Wie gesagt, nicht zu nass arbeiten, auf keinen Fall mit dem feuchten Tuch abwischen und wirklich genügend Geduld und Obacht, dann kann hier auch nichts weiter kaputt gehen. Und das ist das Ergebnis von Reinigungsdurchgang 1. Ich glaube, man sieht wirklich, dass da echt Schmutz drin war. Deswegen machen wir gleich nochmal einen zweiten Durchgang, um dort nochmal Schmutz rauszuholen. Wenn du unsicher bist bezüglich der Feuchtigkeit, lass es eine Stunde trocknen. Langsam an der Luft trocknen lassen, keine Hitzequelle drauf, das kann das Leder schädigen, sondern wirklich einfach bei normaler Raumtemperatur an der Luft trocknen lassen. Das sollte jetzt auch nicht zu kalt draußen sein, sonst funktioniert es nicht und wird zu einem Schaden. Also in der Garage machen bei, ich sag mal, irgendwas zwischen 10 und 30 Grad ist das alles kein Problem. Und dann arbeiten wir uns noch ein zweites Mal rum und wir sehen jetzt schon, wie das Leder zumindest immer gleichmäßiger wird. Der Part der Reinigung ist jetzt abgeschlossen und deswegen möchte ich kurz noch mal zwei Sachen zu dem Thema sagen. Immer bei Leder, ganz besonders bei offenporigen Ledern wie sogenannten Anilinledern oder auch einem Wildleder, ist es wichtig, dass man möglichst wasserfrei arbeitet. Hier in dem Fall ging jetzt einfach gar nichts mehr, dann kann man einen Reiniger benutzen. Es soll wohl auch einer von Colorlock demnächst auf den Markt kommen, der speziell für Wildleder und Nubukleder hergestellt wird. Generell ist zu sagen, ihr müsst immer von Naht zu Naht arbeiten, einfach um die Bildung von Wasserflecken zu verhindern und den Reiniger nicht zu lange wirken lassen. Gleichmäßig und langsam trocknen lassen, dann kann eigentlich auch nichts passieren. Generell sollte der Reiniger oder generell eine intensive Reinigung die letzte Wahl sein. Anschließend sollte das Wildleder imprägniert werden. Ein Anilinprotektor oder so macht bei einem Lenkrad keinen Sinn, aber eine Imprägnierung ist definitiv sinnvoll. Wir gucken mal, ob wir jetzt mit Bürste und Schleifbrett wieder ein bisschen Struktur herstellen können und sehen uns dann gleich nochmal danach beim Outro. Um das saubere Leder wie ein bisschen mehr frischer looken zu lassen, aussehen zu lassen, nehmen wir jetzt erstmal eine Lederreinigungsbürste und bürsten den Rest der vorhandenen Fasern so ein bisschen auf. Wir können die Fasern dadurch nicht retten, aber wir erzeugen einfach wieder eine raue Oberfläche, die von der Haptik und von der Optik wieder ein bisschen schöner aussieht, ein bisschen mehr in Richtung Wildleder geht. Pass mit der Bürste ein bisschen an Klavierlack auf, halt da einen Finger zwischen der Bürste und Klavierlack oder geh einfach ein Stück weg. Wenn du Sorgen hast, kleb es dir vorher ab.
Bei so extrem abgegriffenen Lenkrädern wie hier kannst du auch mit dem Lederschleifpad vorsichtig die Oberfläche einmal anschleifen. Ist der gleiche Effekt, raut nochmal ein bisschen zusätzlich auf, verstärkt einfach so diese schöne Oberflächenoptik und die Haptik, also einfach wirklich ohne Druck mit dem Lederschleifpad rübergehen. Auch hier Achtung am Klavierlack, einfach mal einen Finger zwischenhalten oder im Notfall abkleben. Der letzte Schritt, wir pusten den Schleifstaub mit dem Tornado weg oder mit einer Druckluftpistole und stellen die Fasern, die vorhanden sind, noch mal ein bisschen auf und dann haben wir wirklich das finale Ergebnis. Wie bereits gesagt, kein neues Lenkrad, aber auf jeden Fall sauber und sieht besser aus als vorher. Ein Vorher-Nachher-Effekt ist definitiv da. Du hast auch gesehen, im Tuch war eine ganze Menge Dreck, den konnten wir rausholen, von daher Reinigung ist ein Erfolg. Komplette Wiederherstellung, habe ich von vornherein gesagt, unwahrscheinlich oder meistens ausgeschlossen. Ich denke, der Zustand hat sich trotzdem verbessert. Wir haben wirklich Schmutz entfernt, das Leder wieder ein bisschen freier gemacht und einfach einer extrem weiteren Abnutzung damit vorgebeugt. Das ist auch das A und O. Wer ein Wildlederlenkrad dauerhaft schön halten will, muss halt immer mit Wildlederhandschuhen fahren. Dann kommt kein Handfett dran und ich habe einen guten Grip. Dafür ist es entwickelt und dafür ist es gedacht. Macht natürlich keiner, deswegen nicht das schlauste Material im Auto. Dennoch, falls du mal sowas erwischt, jetzt weißt du, wie es geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hau rein!